Die lustigsten, kuriosesten und einfach unglaublichsten Campingmomente der letzten 6 Jahre. Wir blicken zurück auf Besonderes aus über 50 Folgen Wir werden Camper. Ganz ruhig. So, jetzt gehst du mal hin. Du stehst hinten nur noch so ein Stückchen von der Mauer. Was soll ich denn jetzt machen? Was war das? Teller. Essen aus der Pappe. Wenn es jetzt nicht aufhört zu regnen, dann mache ich gleich den Regentanz. Komm, gib her. Wir machen das. Ey, wird das jetzt wirklich? Du weißt, wenn er zu kurz ist, ist vorbei. Und sie kommentieren. Rüdiger und Petra Erbslö aus Meerbusch. Britta Hofmeister und Andreas Werner aus Dorsten. Und Sven und Jasmin Ruby aus Hamm. Katastrophe. Also bei uns läuft sowieso immer irgendwas schief. Das ist einfach so. Ja, Pleiten, Pech und Pannen, die kennen sie von ihren Reisen. Au! Hast nicht eingekoppelt. Ich habe den angekoppelt. Nein, hast du nicht. Doch. Die Rubis sind am liebsten in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Ihr Wohnwagen bunt. Ihr Motto, wird schon schiefgehen. Jetzt kommt unser Highlight. Die Schränke kann ich. Das sind wirklich Schränke für Faule. So. Zack, zack, zack und zack. Steht. Petra und Rüdiger Erbslö touren mit ihrem Campingmobil Olaf quer durch Europa. Zu jeder Jahreszeit. Das lebt, das Eis. Hier die Welt. Fantastisch. Fühlt das doch mal. Der Wind, das Meer. Für Britta Hofmeister und Andreas Werner darf es am liebsten südliche Sonne und ein bisschen Luxus sein. Das übertrifft noch meine Vorstellungen. Ich habe selten so ein klares Wasser gesehen. Wow, ich dreh durch. Und was, wenn diese Sachen ihre Touren noch toller machen? Zeit, sie auszuprobieren. So, jetzt sind wir mal gespannt. Da oben, das ist schon mal verkehrt, Andreas. Da wird der Kaffee doch durchgedrückt. Bin ich blöd? Also, ein Schluck. Was habe ich gerade gesagt? Toni, komm zurück. Die macht es mit mir. Nee, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ja. gefällt mir. Unglaublich, aber wahr. Die 3 Camperpaare blicken zurück auf Erinnerungen an ihre und andere Camperreisen. Bühne frei. So, und jetzt, da, guck dir das. Boah. Wenden mit einem Wohnwagen. Schräg wie die Hermanns das in Holland meistern. Gerade, komm. Oh. Oh. Also wir haben jetzt ein Riesenproblem. Wir haben uns irgendwie verfahren und müssen jetzt mit unserem Riesengespann hier wieder rückwärts raus. Schatz, gerade. Gar nicht so einfach mit einem 12-Meter-Gespann. Mario! Komm hier nicht rum, Schatz. Die Hecke ist im Weg. Geil. Katastrophe. Ja. Und jetzt? Hecke weg oder Anhänger ab? Wir fahren den Wohnwagen praktisch mit dem Mover einmal hier rum. Ich würde sagen, hätten wir auch richtig. gemacht. Schnell und einfach. Sowas finde ich auch total gut. Ne, dass du dann keinen Stress machst, abkoppeln, Mover dran und dann entspannt in die Lücke rein. Finde ich gut. Versuch das mal. Und dann hoffen wir, dass die Welt wieder gut wird. Und wenn es jetzt nicht aufhört zu regnen, dann mache ich gleich den Regentanz. Ich finde aber auch ihre positive Einstellung gut. Sie macht ihm Mut und Hoffnung und steht ihm bei. Und sagt, das ist der bessere Weg. Mario setzt lieber auf seinen schicken Mover, also eine Fernsteuerung. Dann versuch so einzuschlagen, dass wir dann direkt daher fahren können, Schatz. Aber so ein Mover ist natürlich auch was Tolles. Ich Was gib's sagt zu. man? Das ist die Fernbedienung für den Mann, das Spielzeug. Das Spielzeug für den Mann. Den Start in ihr Campingabenteuer haben sich die Hermanns trotzdem anders vorgestellt. Kann ich mir vorstellen. Erlebt jeder mal. Alles andere als alltäglich, dieses Kunststück. Die Vespa mit Beiwagen soll auf den Camper. Da ist sie. Oh, wie schön. Kostet Andreas aber ganz schön Nerven.
Hier musst du noch ein bisschen mehr in die Mitte mit dem Reifen. Und was ist hier? Komme ich da drauf? So sieht's gut aus, ja. Auch mutig, ne? Was da red mit mir? Fahr einfach ein bisschen mehr wieder in die Mitte hier. Noch mit. Geh, fahr noch mal zurück, Andreas. Fahr noch mal zurück. Was? Fahr noch mal zurück einmal. Fang noch mal von vorne an. Also ich hätte Schiss, ne? Ich auch. Ich würde das hinten drauf lassen und nicht mehr runterholen. Muss ich da wieder drauf? Oh. Keine Panik, ich finde das, eine Roller finde ich toll. Bella Macchina. Aber nee, so, nee. Ja. Ja, so stehst du gut. Ja. Weiter zu mir. Nein. Ja, passt. Stopp. Hut ab, hat er gut gemacht. Also bei mir wäre das jämmerlich in die Hose gegangen. Ich wäre runtergefallen oder sonst irgendwas. Aber es ist auch ein eingespieltes Team, das hast du einfach gemerkt. Aber wir haben es geschafft. Antje und Sebastian ergattern auf ihrer ersten Camperreise nach Mecklenburg eine kuriose Erinnerung. Oh toll, ich wurde gerade geblitzt. Das ist nicht dein Ernst. Oh, kennen wir. Spanien, Deutschland. Deutschland. Die erste Erinnerung aus Mecklenburg. Jawohl. Post nach Hause. Hier war ein schöner Urlaub. In Spanien war das so, unsere Tochter rief an, Papa, es gibt ein Bild von dir. Und die Spanier haben dich aufgefordert, direkt zu zahlen, dann ist es 50% günstiger. Das hätte 100 € gekostet und Ein paar mit Kilometer, 50 € waren sie damit einverstanden. Also mit dem Auto sind wir noch nicht geblitzt worden, aber als wir jetzt mit der Vespa und dem Beiwagen unterwegs waren. Genau, in Da haben wir ein Florenz. Knöllchen bekommen in Florenz. 200 € für einmal nur. Und ich weiß nicht, wo wir da falsch gestanden haben. Ich weiß es auch nicht. Wir waren lieb. Für Antje und Sebastian kommt's noch dicker. Der Aufbau auf dem Zeltplatz. Tierisch nervig. Boah, ey, jetzt schon. Mücken. Toll! Tada! Ja, das ist, wenn ich Urlaub buche. Ich werde ja durchdrehen, wenn so Mücken da sind, oder? Geht gar nicht. Nee. Das tut jetzt schon alles so weh, ne? Drehen. Ich habe locker jetzt schon 10 Stiche. Ich war mit einem Stellplatzbetreiber an der Mosel und der sagt, guck dir die erste Reihe an, da stehen nur diese großen Luxusmobile. Die cleveren stehen in der zweiten, dritten, vierten Reihe. Das sind keine Mücken mehr. Noch viel ärgerlicher, 1000 Kilometer Anreise zum Highlight. Und dann ist nix davon zu sehen. Svenja und Jan werden es nie vergessen. Schneit's jetzt gerade? Ja. Nordkap im Nebel. Wir werden wahrscheinlich in unserem Leben auch nicht noch mal hier sein. Das Foto schaffen wir jetzt noch. Ja, ja. Ich glaube, ich würde dann so lange warten, bis das Wetter wieder schön wird. Monate später. Machen wir jetzt das Selfie. Ja, oder? Los geht's. Irgendwann, wenn man mal mehr Zeit hat, bin ich mir sicher, ne, dass wir auch mal uns den Norden erkunden. Ne? Nein. Nee, komm bitte. Nicht planen jetzt. Nur einfach mal, lass es doch einfach mal fließen. So in dich rein, aber dann ist auch gut. Das ist nur eine Idee. Am Anfang ist immer die Idee. Jetzt zu einer sehr besonderen Nacht in der Lüneburger Heide. Nämlich Petras und Rüdigers erste im Wohnmobil. War's denn romantisch? Ja, das war schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Die Füße stoßen da unten an die Küche. Ich habe mein Knie hier im Fenster. Wenn ich mich rumdrehe, dann klack. Nee, das Problem haben wir nicht, ne? Du schläfst auch nicht am Fenster, weil ich am Fenster Nein, ich meine im Allgemeinen von wegen gut schlafen im Bett. Ich kuller immer auf ihn und dann meckert er immer. Und ich Aber rutsche du schon bist so weit auch nicht runter. gerade, ne? Du bist auch nicht gerade die Ja, ich bin aber Schlankste. kleiner als du und dann meckert er immer, dass ich runterrolle. Und dann haben wir so Stützen drunter gebaut, dass du wirklich noch ein bisschen Stabilität einfach auch so hast. Die Breite ist nicht so. Ich glaube, wir müssen ein größeres kaufen. Ja,
Das waren die Anfangsschwierigkeiten. Mittlerweile kommst du mit deinen Zentimetern gut aus. Aber jetzt stellen wir zu Hause auch fest, ich liege jetzt auch mehr am Rand. Also wahrscheinlich können wir jetzt schmäler bauen zu Hause. Ja. Okay, darauf erstmal einen Kaffee. Probiert doch mal aus, wie er damit schmeckt. Eine portable Espressomaschine. Ein Kaffee-Vollautomat, Peter. Aber doch nicht in der Größe. Eine kleine Kaffeemaschine ist das. Das wäre genau das Richtige für dich, für deinen Ein-Mann-Kaffee. Das ist mit dem Akku. Also, wenn Das du mal hat einen keinen Akku. Du brauchst nicht dauernd einen Stecker drin haben. So, jetzt sind wir mal gespannt. Das ist der Messbecher. Ist das süß. Also, man muss hier hinten aufschrauben. Was, hier kommt Wasser rein? unteres Bauteil entfernen und Kapseladapter entnehmen. Wie sieht der aus? Kapseladapter? Den Kaffee füllst du ein in, was ist denn jetzt welches? So, und dann so. Nein, da kommt doch noch was rein, oder nicht? Bin ich blöd? Kann doch nicht sein, dass wir das nicht begreifen. Unteres Bauteil entfernen und Adapter für gemahlenen Kaffee entnehmen. Ein bisschen verwirrend. Also die Erklärung ist schon ein bisschen kompliziert. Ich stelle mir das gerade eine Kaffeetafel mit 4 Leuten vor. Und wie lange du dann brauchst für so. Bisher brauchen Sie schon 10 Minuten. Da oben, das ist schon mal verkehrt, Andreas. Da wird der Kaffee doch durchgedrückt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da der Kaffee reinkommt. Und Wasser kommt auch hier unten rein, denke ich mal. Und dann machst du es an, dann wird das erhitzt und drückt nach oben. Ich habe schon keine Lust mehr auf Kaffee. Aber du bist doch derjenige, der sowas mal sofort begreift. Boah, ist das kompliziert. Und jetzt? Mit dem Andrücken, Deckel schließen, den Adapter wieder in die Brühkammer einschrauben. In die Brühkammer. Wo ist die Brühkammer? Hier oben? Du musst einfach 4 Wochen vor dem Urlaub damit anfangen zu üben. Leg mir den Tisch. 2 Wochen später. Ich bin groß geworden in einer Generation, wo mein Vater gesagt hat, geht nicht, gibt's nicht. Also wir müssen uns einfach Zeit nehmen. Du kannst noch bis morgen auf den Kaffee warten. Das ist eine Espresso-Entwöhnungsmaschine. Damit kannst du deine Therapie anleiten, wie du der Espresso trinken abgewöhnst, weil du wirst nicht damit fertig. Du kriegst es nicht hin. Ich zumindest nicht, bin zu doof. Tja, die Rubis haben den Dreh raus. Da muss man das Wasser einfüllen. Ja, ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Oh, gut, dann müssen wir jetzt einen Moment warten. Ich wollte sagen, guck erst, ob oben wirklich Wasser raus ist, komplett. Ja, ist raus. Okay. Ja, ich kenne dich. Also, ein Schluck ist Was habe ich gerade gesagt? Das ist, also ist das denn ist 50 Milliliter das Wasser? Ist, ja, aber wie viele Tassen soll ich denn machen, ey? Oh, nein. Und dann standen sie in der Kaffeebooth und schütteln sich den Kaffee in der Kopf. Doch. Stark. Idee so, aber Handling so. Und die Anleitung ist 3-mal rumgedreht so. 3-mal rumgedreht so. Oder einen verlängerten Daumen. Und ich hatte mich so gefreut. Auf Campertour durch Mecklenburg ein Stopp im DDR-Museum. Mit intimen Erinnerungen, die Sebastian vielleicht besser für sich behalten hätte. In der DDR habe ich das erste Mal geknutscht. Es war nicht Antje. Und sie war viel älter als ich. Wow. Abends gab es eine Tanzveranstaltung. Und ich weiß sogar noch, mein erster Kuss war bei dem Lied von Madonna, Like a Virgin. Ganz heiße Geschichte, mein Freund. Da haben wir so
Und dann irgendwann so. Was für ein Klischee. Das war mein allererster Kuss. Den werde ich auch nie vergessen. Der war so schön. Das war so romantisch. Also er hat ja kein Problem, er merkt ja gar nicht, dass sie säuerlich wird. Keine Details. Was war übrigens Zungenkuss? Ich war echt frühreif. Will ich gar nicht wissen. Will ich gar nicht wissen. Ich bin katholisch. Ja, genau. Ja, ich fände es auch nicht toll. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn du so schwärmen würdest von deinem ersten Kuss. Glaube ich auf jeden Fall. Weiß ich gar nicht. Mach mal. Nein, besser nicht. Nee. Oh. Bei uns war es auch romantisch. Sie war damals bei mir. Ich habe sie nach Hause gefahren. Im Schnee? Im Schnee, genau. Im Auto und dann hat sie mich geküsst. Genau. Und dann habe ich ihr nachher nur geschrieben, weil wir dann auch Handys hatten, da habe ich nachgeschrieben, ich hoffe, es war nicht der letzte Kuss. Ja, und dann so sind wir ja dann auch zusammengekommen. Deswegen hieß ich bei ihm auch immer die Flocke. Genau, die Flocke, wegen des Schnee. Wie romantisch. Dann hier gleich die Fortsetzung. Aber bitte nicht nachmachen. Ich liebe meine Frau so, wie sie ist. Ne, ich habe immer zu Freunden gesagt, das sage ich aber auch zu meiner Frau. Würde ich nach dem Äußeren gehen, hätte ich meine Frau nicht. Das ist schon ein harter Spruch. Oh, ich glaube, ich hätte jetzt zu dem Zeitpunkt schon die beginnende Totenstarre. Viele haben das gesehen und haben gesagt, wie kannst du das nur sagen? Ja, oder sie sitzt nur daneben und nickt einfach und also, wie soll sie sich fühlen? Aber es ist einfach so, es ist doch so, es ist die Wertschätzung, die innerlich liegt und nicht das andere, einfach das Äußere. Wir noch mal, was haben wir denn Schönes? Mal gucken, müssen wir wieder lachen. Naja, lustig fand Rüdiger das damals nicht. Auf diesem Campingplatz in Spanien muss er wenden und fährt sich fest. Mach mal runter, zieh mal nach vorne und du bist zu voreilig. Es ist sofort Anweisung und gleich Bewertung. Mach mal links, mach mal rechts, du bist zu hastig unterwegs. Kritik. Verstehst du? Und er ist verzweifelt. Ich kann ihn verstehen. Ganz ruhig. So, jetzt gehst du mal hin. Du stehst hinten nur noch so ein Stückchen von der Mauer. Was soll ich denn jetzt machen? Was wird von mir verlangt? Klare Anweisung jetzt. Was? Nerven waren da blank. Ja. Wo muss ich denn jetzt rein? Wir fahren, wo du jetzt gerade rein wolltest. Ich weiß das nicht mehr, wo das ist. Ganz ruhig. Da hinter dem Schild. Ganz ruhig. Also meine Frau ist genauso. Wir hatten einmal das Problem, ich musste auf dem Campingplatz, welche Stellnummer stimme? Stellnummer da. Und sie rennt weg. Halt, stopp. Nein, das war anders. Ich habe gesagt, ich gehe vor und du bist einfach an mir vorbeigefahren, weil du die ganzen Chaoten gesehen hast. Und dann habe ich dir gesagt, wir haben Stellplatz Nummer 8. Dann bist du rumgefahren und habe ich gesagt, da wo der Markus sitzt, da fährst du rein. Wolltest du nicht. Und dann bin ich dran vorbeigefahren und habe sie dann nachher angemeckert. Ausholen, rum. Ja, da brauchst du mir nicht zu sagen. Wenn man einen Lounge-Mann hat, der immer, sagen wir mal, der oft Stress macht, wenn du so fährst und wenn du irgendwo ankommst, am besten geht man nach innen, macht seinen eigenen Kram und lässt ihn dann machen. Dann ist es gut. Kannst du nicht ändern. Lebe ich ja schon lange mit, ne? Ja. Aber ich glaube, das macht es auch aus, einfach beim Campen. Wenn immer alles glatt läuft, ist ja langweilig. Einfach. Irgendwas, also bei uns läuft sowieso immer irgendwas schief. Das ist einfach so. Ja, bei uns sowieso. Bei Dario und Smilka auch. Die Neucamper machen die Generalprobe während der Fahrt. Gewagt. Was war das? Schublade, Schranktüre. Der Schrank. So, ich ja schon. Boah, ich mich auch. Die müssen wir auf jeden Fall noch mal festmachen. Oh ja. Die meisten vergessen immer, bevor sie abfahren, ihre Dachluken zu schließen. Ja, und das kann sehr fatal werden, vor allem wenn du auf der Autobahn fährst dann. Oder wir haben es auch schon erlebt, da hat einer sein Stromkabel von außen noch dran stecken gehabt und ist mit dem Wohnwagen losgefahren. Da haben wir nur hinterher geschrien, ey, so lang ist dein Kabel nicht, bis nach Hause.
Sollte mal wieder was zu reparieren sein, würde das helfen? Was ist das denn? Flashlight Glows. LED. Ah, eine LED-Lampe. Das ist eine Lampe im Handschuh. Ein Handschuh? Sogar 2. Es ist ein Handschuh, wo man vorne 2 Leuchtdioden dran hat. Ach, warte mal, da musst du mit den Fingern rein. Wo muss ich denn... Die da. Und dann machst du wie so ein Verband. Ja, also wenn ich jetzt hier arbeite, dann siehst du halt, dass du das Licht überall hast. Also wenn ich mit dem Hund gehe, habe ich ja auch immer eine Taschenlampe dabei oder eine Kopflampe. Toni, komm zurück, die macht es mit mir. Passiert nichts. Nee, das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Ich würde es mir nicht kaufen, aber ich würde trotzdem Danke sagen, wenn man es mir schenkt. Aber es wäre, glaube ich, verschwunden in irgendeiner Schublade. Und wenn es dann gebraucht ist, der Akku leer. Jetzt ein Superlativ. Der kleinste Wohnwagen in über 50 Folgen Wir werden Camper? Ganz klar der von Barbara und Jürgen Kleinebeck aus Essen. Oh, guck mal, wie niedlich. Komm, wir kaufen uns auch so einen Hänger. Nein. Stell ich mir vor, dass wir hier so stehen, hier so sitzen und dann gucken wir hier so auf dem Wasser oder so. Kaffee in der noch Hand, einen Kaffee in der Hand oder eine Flasche Bier. Und dann gucken wir hier und sagen, dass das gar nicht so schlecht ist. Oh, wie süß. Klein, aber oho. Wenn er mal fertig ist. Natürlich macht das Jürgen selbst. Das ist schon ganz anders, wenn der da drin ist. Ja, ne? Schön ist das. Komm, gib her. Wir machen das. Ey, wird das jetzt wirklich? Du weißt, wenn der zu kurz ist, ist vorbei. Ich bin auch so ein Typ. Ich hatte ja auch mal den Vorschlag gemacht, komm, wir kaufen uns einen Anhänger und bauen irgendwas da drauf. Aber mittlerweile gebe ich es ja auch zu, in manchen Dingen habe ich wirklich 2 linke Hände. Das Problem ist, Sven hat nie die passenden Schrauben. Die Schrauben gucken immer alle so ein Stück raus. Das ist der nächste Kann man ja Nachteil. wegflexen. Ja, statt sie passend zu kaufen, kann man sie ja wegflexen, genau. Oder er vergisst es und dann denkst du dir, da war ja was. Aber ich weiß ganz genau, das wäre nachher teurer geworden, da hätte ich mir dann auch einen Wohnwagen für kaufen können. Jürgen geht volles Risiko und kürzt den Boden nach Augenmaß. Guck mal, ist doch gar nicht so schlecht. Warte mal. Oh, ich wollte mich gerade hinstellen. Aber du kannst dich nicht stellen. Ja, hier sollen wir nicht drin tanzen. Ach ja, das, stimmt, das geht ja nicht, ne? Ja, doch. Hä? Ist doch gut so. Natürlich. Ich wäre raus. Du auch. Ich auch. Sie ahnen ja nicht, was ihnen entgeht. Der erste Morgen kurz vor der Nordseeküste. Ist das nicht schön? Und? Du hast geschlafen. Herrlich. Ja, ne? Astrein hat gut War nicht zu funktioniert. warm, war nicht zu kalt. Nee. Optimal, ne? Du wolltest erst anfangen zu schnarchen, aber dann hast du Dolly gemacht. Echt? Ich hätte schon gedacht, mein Gott. Hab mich nicht getraut. Pizza ist da. Ab nach Südtirol. Tamara träumte von einem Romantikdinner mit ihrem Liebsten. Ich habe aber noch nie italienische Original. Ich auch nicht. Italienische Pizza gegessen. Ich doch auch nicht. Woher denn? Mädels, wäre das okay, wenn wir euch das hier drinnen servieren? Ja. Ja? Die finden das gut. Und wie hält es Mike mit dem Romantikdinner? Nee. Ja, ich hab Hunger. Setz dich. Der leckere Rotwein von gestern. Ist alle? Teller. Essen aus der Pappe. Jetzt setz dich hin. Mach mal die Tür zu für die Sehr Kinder. romantisch. Ach. Also mir schmeckt schon mal. Das hat jetzt nichts mit Romantik zu tun. Finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn die Pizza schon vorgeschnitten ist und dann am Aber Stück sie wollte auch gegessen Romantik wird. haben. Ja. Hätte ich jetzt in der Situation auch schwierig gefunden. Kinder sind doch drin, die haben die Tür zugemacht. Aber es war kalt mit dicker Winterjacke, Trotzdem sind keine die Kerze Gedanken an heiß. Die Gedanken können heiß sein. und der Wein war leer.
Ja, war vielleicht ein bisschen ungeschickt von ihm. Ich habe es meiner Frau mal romantisch gemacht. Wir wollten einen romantischen Abend haben. Wir waren dann halt bei uns im Schlafzimmer und da habe ich gedacht, ach komm, nimmst du echte Kerzen und stellst du überall. Ich hatte aber nur Teelichter. Und dann auf einmal, was riecht hier so komisch, verbrannt? Und wir hatten so ein Kofferradio auf dem Nachttisch stehen. Auf einmal hat das Ding Feuer gefangen. Und da war meine Romantik dann doch schon ein bisschen... Also das macht er beim nächsten Mal nicht mehr. Nee. Wenn es dann ein nächstes Mal gibt. Camper Mario ist eigentlich mutig und unerschrocken. Aber nicht, wenn es ums Essen geht. Ich habe noch nie Muscheln gegessen. Und das ist heute Premiere, aber ich glaube, ich ahne da Schreckliches. Kaum bestellt Steffi die Muscheln, bekommt Super Mario Muffensausen. Boah, was für ein Top ist das denn? Danke. Oh. Hat du Schatz? Heiß? Treibet nicht. Oh. Einfach im Mund zweimal rechts, links kauen und dann ab damit. Rechts, links, nicht lange kauen, nur im Mund. Mein Gott, stell dich. Rechts, links. Hör auf. Mario. Ich kann da nicht rum. Dann raus. Ja. Raus. Spuck aus. Meine Güte, nee. Das Leben kann manchmal so hart sein, mit so einfachen Sachen zu essen. Oh, das kenne ich zu gut. Das hat mein Sohn mal gehabt mit Schnecken. Der isst gerne Schnecken. Und dann hier wolltest du auch mal probieren. Nee. Die hat ja noch nicht mal runtergeschluckt. Ich habe diese Muschel nicht runtergekriegt. Ich konnte noch nicht mal drauf beißen. Ich habe die im Mund gehabt und die war so flubberig. Boah. Magisch, was bei diesem Ausflug in Kärnten passiert. Britta und Andreas besuchen eine Adlerwarte am Ossiacher See. Soraya, so heißt diese Steinadlerdame. Soraya? Soraya. Und die ist 5 Jahre alt und ist hier bei uns gezüchtet. Und wenn du möchtest, kannst du sie ja mal im Arm nehmen. Ja, gerne. Ja? So, bleibst sehr stabil, ja? Und die steigt dann einfach zu dir rüber. Perfekt. Super gemacht. Ist ja schon gleich rüber. Verlieren. Ist ja schon sehr gut. Oh, stolzes Tier. Das kennst du, das Gefühl, ne? Ja. Das ist schon toll, ne? Tja, ihr habt schon Pipi in den Kennst du, Augen. ne? Das ist so ein tolles Gefühl, wenn du so ein Raubtier, was ist in der freien Wildbahn, wenn du das auf dem Arm hast, sehen so kraftvoll und so stark aus und wie leicht die tatsächlich selber sind. Das ist unheimlich intensiv. Und ich habe überhaupt keinen Stress in mir. Und sie auch nicht. Genau. Wir sind füreinander geboren. Das war eine Begegnung, da sind sehr viele Gedanken hochgekommen. Nee, mein Vater ist Adler. Er hat mir immer gesagt, wenn der mal tot ist, dann wird er ein Adler sein. Wenn du mal traurig bist, dann guckst du hoch, dann bin ich das. Und seitdem sind die Erinnerungen, die positiven Erinnerungen an den viel, viel zu frühen Tod von ihm sind in Frieden umgeschlagen. Emotional und wunderschön oder schräg und unglaublich. Erlebnisse, die das Camperleben einmalig machen. Oh, das schmeckt echt gut. Das Bier. Das ist zu gut. Das ist zu gut. Muss mich zurücktragen.